Diese Strecke ist der absolute Vollwahnsinn. Eine der schönsten Strecken, die wir bisher in Südamerika gefahren sind. Wir können es kaum glauben, wir haben unseren ersten Bären gesehen. Manchmal zittert die Erde und es sprudelt Wasser. Und ich meine, die Aussicht ist einfach schon wieder grandios. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Der erste Kaffee ist schon quasi fast intus und ich wollte direkt zu Beginn mich nochmal für die lieben Nachrichten und Kommentare zu unserem letzten Vlog bedanken. Wer ihn noch nicht gesehen hat, einfach nach diesem Video direkt einschalten, da würden wir uns sehr freuen. Es gab so viele Momente seit Kolumbien bis hierher, wo wir uns dachten, sollen wir die Reise nicht doch lieber abbrechen oder ist uns das alles zu viel und wir drehen um. Aber wir sind so froh, dass wir es nicht gemacht haben. Ecuador gefällt uns einfach unglaublich und besonders diese Woche haben wir was vor, worauf ich mich persönlich sehr freue und deshalb höre ich jetzt direkt auf zu quatschen. Und ich würde sagen, wir packen zusammen und fahren los. Nee, Wasser. Ah, doch. Wir sind jetzt auf über knapp 3000 Meter hochgefahren und machen eine kleine Wanderung. Die Wanderung habe ich glaube ich schon angekündigt. Wir sind heute Morgen von Otavalo Richtung Imbabura gefahren. Und Imbabura ist ein Vulkan hier. Und da geht es bis über 4000 Höhenmeter hinaus. Weil wir aber erst so spät los sind heute, tasten wir uns langsam heran an die Höhe und machen mal so eine kleine Anwanderung. Und ja, gucken mal, wie weit wir kommen und genießen einfach die Aussicht und die Bewegung. Anstrengender als sonst. Das sind Tobi und Valeria. Wollt ihr mal Hallo sagen? Hallo! Ihr könnt auch unsere Schweizer Fangemeinde grüßen auf Schweizer. Hallo Schweizer Fangemeinde! Die verstehen euch. Die haben wir jetzt an der Backe. Die haben uns an der Backe. So rum, genau. So rum. Und ratet, wo wir sie kennengelernt haben. Beim Brandy Dog spielen. In der Werkstatt natürlich. Wo sonst lernen wir Menschen kennen?
großer Vertrauensbeweis. Da gibt es das Ja. Gut gemacht. Happy. Wir sind jetzt am Eingang zu der Wanderung auf den Vulkan hoch angekommen. Mit einem 4x4 hätte man sicherlich noch ein bisschen höher fahren können. Mit unseren Vans mussten wir weiter unten parken. Wie hoch sind wir? Wir sind jetzt auf 3620 Metern und fängt gerade an zu regnen, die Wolken ziehen ein, aber es macht echt wahnsinnig Spaß und wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir noch kommen. Mit dem Regen, wir sind nicht so gut ausgestattet, kommt jetzt auch gleich die Kamera weg und dann machen wir uns wahrscheinlich auch wieder auf dem Rückweg. Und wie gut sind wir so vorbereitet, Basti? Ich habe eine Regenjacke. Wo ist deine Regenjacke? Meine? Ja, Die trägt der Tobi. genau. Okay. Kann ich so viel weg? Es hat dann doch noch mal richtig angefangen zu regnen und hageln und haben uns noch mal kurz untergestellt und sind jetzt aber alle angekommen, halbwegs trocken und fahren jetzt direkt weiter zum nächsten Spot. Diese Strecke ist der absolute Vollwahnsinn. Es sieht unglaublich aus. Und dass wir das mit Groot machen, können wir selber nicht glauben.
Hallo. Morgen. Guten Morgen. Wir sind schon relativ früh auf den Beinen. Wir sind gestern hier ein richtig schönes Tal reingefahren, in eine wahnsinnige Schlucht. Die ist in der Nähe von Ibarra. Die erste Station eigentlich, die wir in Ecuador angefahren hatten. Und da sind wir nochmal zurückgekommen, weil hier soll man die einzigen Bären Südamerikas beobachten können, die Brillenbären. Und gestern Abend hat uns der Campingplatzbesitzer oder der Plantagenbesitzer hier sind ganz viele Avocado-Plantagen, schon 2 Bären gezeigt mit seinem Teleskop. Aber am Morgen sollen die am aktivsten sein und auf der Suche nach Fressen sein. Und sie essen am liebsten Avocados. Deswegen kann man die auch hier richtig gut beobachten. Und auch sicher beobachten, weil sie sind auf der anderen Schluchtseite. Und ja, jetzt spazieren wir kurz zum Aussichtspunkt und hoffen, dass wir ein paar Bären heute Morgen sehen. Was sieht dein Elbenauge? Und somit haben wir unsere ersten Bären gesehen. Heute Morgen war jetzt nur einer da, aber der war richtig lange. Der hat unten geschlafen und hat sich dann langsam auf den Weg gemacht und ist dann im Wald verschwunden. Und gestern Abend haben wir auch noch 2 in so einem Avocadobaum gesehen. Da war es aber schon so dunkel und wir waren so überrascht, dass wir überhaupt einen Bären sehen am Abend, weil es heißt, am Morgen sollen sie aktiver sein, dass wir gar nicht gefilmt haben. Aber ja, richtig cool. Ist auch einfach ein wahnsinnig schöner Ort und man könnte hier einfach stundenlang sitzen und beobachten und hoffen, dass irgendwo noch ein Bär auftaucht. So, wir können es kaum glauben, wir haben unseren ersten Bären gesehen. Schon unglaublich. War zwar ganz schön weit weg, aber wir haben einen Bären gesehen. Du kannst nicht glauben. Und er hat sein Geschäft verrichtet. Keine Ahnung, ob wir euch das zeigen. Allerdings fahren wir jetzt weiter, denn der Campspot, auf dem wir hier sind, der ist ziemlich teuer. Das war uns so gar nicht bewusst, als wir hierher gefahren sind. Deshalb geht es jetzt direkt weiter und wir fahren wieder so ein bisschen in die Richtung Otavalo, aus der wir gekommen sind. Und wahrscheinlich werden wir erstmal Wäsche waschen müssen. Erstmal ein To-Do abhaken und dann wieder was Schönes. Erstmal über Buckelpiste. Und erstmal Buckelpiste. Für uns geht es jetzt die nächsten 1,5 Stunden über die Buckelpiste hier.
Der Ausblick ist immer noch Wahnsinn und gigantisch und ist, glaube ich, auch eine der schönsten Strecken, die wir bisher in Südamerika gefahren sind. Also der Ausblick enttäuscht nicht. Bin auch gerade etwas abgelenkt vom Ausblick. Fahrten in Ecuador sind sensationell. Fast egal wo. Falls ihr Basti gehört habt, er hat gesagt, Fahrten hier sind sensationell. Und wir sehen uns am nächsten Stellplatz. Wir sind an unserem neuen Stellplatz angekommen. Es ist zwar nicht der geplante Stellplatz, aber trotzdem auch ein sehr schöner Stellplatz. Es hat nämlich einfach so unfassbar angefangen zu regnen auf dem Weg hierher, dass wir die Strecke, die wir eigentlich fahren wollten, uns nicht so wirklich zutrauen. Das soll schon sehr viel Graveled Road und sehr viel Schotterpiste und Matsch sein. Und gerade bei Regen ist die Strecke mit Vorsicht zu genießen. Und nach 2 krassen Strecken, die wir die letzten Tage jetzt hinter uns hatten, dachten wir, müssen wir das Risiko nicht eingehen. Also haben wir uns jetzt hier in der Nähe von Otavalo wieder eingenistet, wollte ich schon sagen. Eingefunden und ja, genießen irgendwie gerade so richtig die gemütliche Stimmung mit dem Regen und dachten uns, wir nehmen eine Podcast-Folge auf. Es haben wir ja schon einige gefragt, ob es denn noch unseren Podcast gibt, weil der jetzt doch in ein paar Wochen ausgefallen ist. Aber es wird ihn noch geben. Es wird ihn auch wieder zu viert geben. Die nächsten Wochen werdet ihr aber vermutlich eher nur Basti und mich hören, weil Anne und Fabi einfach eine komplette Offline-Pause machen. Und das bedeutet Offline von Instagram, YouTube und Podcast. Keine Sorge, wir haben uns nicht verstritten. Wir haben uns schon überlegt, ob wir das als Vorwand nehmen sollten, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber nein, die beiden machen einfach nur ein bisschen Pause und wir übernehmen so lange. Was machen wir in dieser Folge? Muss man reinhören. Muss man reinhören, aber ich glaube, wir sprechen über ein Fazit von Kolumbien. Fühlt sich so richtig weird an. Wie geht's uns denn? Ja. Wie geht's uns denn heute? Ja, aber erzähl doch mal, wie geht's uns denn heute? Wie lange ist angesagt und wie lange wollen wir brauchen? 4 bis 5 Stunden ist angesagt, 2,5 Stunden haben wir. Wir gehen heute Morgen auf eine kleine Wanderung, beziehungsweise auf eine etwas größere Wanderung. Hund darf leider nicht mit, deswegen gehen nur Tobi, Valeria und ich. Peppi und Basti bleiben hier auf dem kleinen, schönen Campingplatz. Und ja, die Ansage von Tobi habt ihr ja schon gehört. Eigentlich 4 bis 5 Stunden. Wir wollen es in 2,5, 3 Stunden schaffen. Tschüssi. Du bist nicht erlaubt. Ich auch nicht. Bin auch nicht erlaubt. Viel Spaß. Danke. Oh. Tschüss, Peppi. Después, primavera, todos los flores, todo es verde, diventa roja, naranja, muy colorado, muy colorado. Wow. Manuel, der Campingplatzbesitzer, hat uns jetzt hier einen kleinen Geheimweg zu dem offiziellen Wanderweg gezeigt und noch einen kleinen Aussichtspunkt. Und jetzt machen wir uns offiziell auf den Weg einmal komplett um die Lagune Quicocha, richtig? Quicocha herum.
echt eine wahnsinnig schöne Runde. Es ist so cool. Es macht richtig Spaß. Und heute Morgen oder gestern Abend haben wir noch gelernt, dass das tatsächlich auch noch ein aktiver Vulkan ist. Also es ist ein Kratersee hier. Und manchmal zittert die Erde und es sprudelt Wasser, hieß es. Also es gibt irgendwie nochmal so ein besonderes Gefühl, wenn man hier entlang läuft. Es kommt jedoch nicht sehr oft vor. Also ja, aber die Aussicht ist einfach Wahnsinn und mit solchen Wanderungen und Ausflügen kommen wir irgendwie wieder zurück zum Reisen und fühlen uns total wohl und freuen uns auch auf die Weiterreise. Als Nachmittagsprogramm haben wir uns noch eine kleine gemütliche Strecke von einer Stunde ausgesucht, die es doch ganz schön in sich hat. Aber wir wollen heute Abend warm baden gehen und an unserer Zieldestination soll es Thermalbäder geben. Und ich würde mal sagen, das ist das Perfekte nach einer langen Wanderung und kalten Nacht und regnerischem Wetter. Und ich meine, die Aussicht ist einfach schon wieder grandios. Ein richtiger Nebel-düster Wald. Und es gibt einfach so viele Hunde auf der Strecke, es ist einfach crazy. Wir sind angekommen und schwingen uns direkt in unsere Badeklamotten, weil es ist schon ziemlich spät und wir wollen es noch ein bisschen ausnutzen. Hallo. Hallo. Oh, jetzt musst du gehen. Nein. Das tat richtig, richtig gut. War ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben, aber es gab heiße Becken zum Aufwärmen und Muskeln entspannen und danach eine heiße Dusche. Ich glaube, besser können wir den Tag nicht beenden. Und damit beenden wir auch unseren Vlog für diese Woche. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wie immer, Video liken nicht vergessen und wer es noch nicht gemacht hat, unseren Kanal abonnieren. Wir stehen kurz vor den 10.000. Ein riesiger Meilenstein, den wir uns vor langer, langer Zeit noch nicht hätten vorstellen können. Umso schöner und Oberhammer wäre es doch, wenn wir das bald erreichen können. Wir würden uns sehr freuen. Es ist für euch kostenlos und unterstützt unsere Arbeit einfach immens. Emoji der Woche, das darf ich nicht vergessen, ist natürlich ein Bär. Wir haben unseren ersten Bären gesehen. Und das nach so langer Zeit in Kanada, in Nordamerika, wo wir nie einen zu Gesicht bekommen haben. Aber hier in Südamerika hat es geklappt, in Ecuador. Und wir haben noch so viel richtig geile Sachen vor in Ecuador. Also abonniert unseren Kanal, verpasst kein Video mehr und wir sehen uns nächsten Sonntag. Danke, Ende.